So, hallo und willkommen zurück bei Noire. Wenn ihr dieses Video heute einen Tag nach Erscheinen des ersten Parts seht, dann bedeutet das, dass ihr das Let's Play von Anfang an verfolgt habt und wenn ihr das nicht an dem Tag seht, an dem es hochgeladen wurde, einen Tag nach dem ersten Part, selbstverständlich, dann bedeutet das genau das Gegenteil, dass ihr das Let's Play etwas später guckt und nicht direkt zur Veröffentlichung. Ist das nicht toll? Ja, diese Erkenntnis. So. Fangen wir den Räuber. Ja. Ich warte jetzt mal, ich hoffe jetzt mal darauf, dass sie was zu reden haben. Ansonsten kann ich nur sagen, über Rot fahren. Ich meine, wir haben ja die Sirene an, dann dürfen wir das. Das mit dem X drücken, um den Kofferraum zu öffnen und den Waffe rauszuholen, das wusste ich auch nicht mehr. Aber gut. Ich hoffe, ich erinnere mich rechtzeitig dran. Machen wir den da fertig. Oder auch nicht. Das Zielen könnte eine Herausforderung sein. Muss es aber nicht. Der muss sich nur zeigen. Oder wir müssen nachladen, je nachdem. So. Ja, ich verlasse jetzt die Wirkung. So. Ah. Ja. Stay in cover. Try for the front door. Keep your goddamn head down. Use the cover, Phelps. We don't know how many are in there. Take it slow. Backup will be here soon. Ach, bis dahin, dann wird ja alles schon erledigt. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance. Okay. Und da haben wir unseren Hund verloren. Stay down. Wie ärgerlich. Naja, gut. Haben wir nur 2 Schuss? Ja. So, noch einer. Ich glaube hier... That's it. We got them all. Okay. I think we got them, Cole. Should be all clear. Ja, offensichtlich. Hm. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess it's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Ich versuche diesmal echt aufzupassen, was die da immer sagen und so, um mich da auch dran zu erinnern. Weil diese Zwischensequenzen, die ergeben im Moment noch... COle Phelps, naja. Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. In my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Ach so. Wendell Bowers! Stop! LAPD! You people screw yourselves. Naja, den fangen wir so oder so, ne?
Ach, stimmt, man muss... Man muss nur irgendwo drauf zurennen und dann springt man drüber, das ist praktisch. Nix mehr mit X drücken, ne? So. Eigentlich haben wir den fast. Ich hätte ihn gerade am Fuß gegriffen, als er auf der Leiter war, aber gut, ne? Viel Chance. Oh. Hey! Jetzt hat er mir wehgetan. Jetzt muss er sterben. Ich weiß nicht mal, ob wir überhaupt auf jeden schießen können. Oder ob wir das... Das weiß ich nicht mehr. Ich würde es nicht wollen. So. Irgendwann gibt es keine Dächer mehr. Ich frage mich auch, ob es Abgründe gibt, die zu tief, die zu breit sind, dass wir da runterfallen. Weiß ich nicht. Oh. Das stimmt. Warte, oh, falsche Taste gehalten. So. Ich vergesse immer L2 zu halten. Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Oh, ja, so ein bisschen. Olympia, Gold, 3-mal hintereinander, aber nichts Besonderes. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership, Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Dieser Offizier, der sah ein bisschen aus wie Shia LaBeouf. Kann das sein? Naja. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Ach, bis die Mordkommission hier ist, habe ich den Fall schon gelöst. Everybody stay back. Let us do our job. Ja, Leiche untersuchen. Broad daylight. Crowded street. I've seen everything. Ja gut, manche Menschen sind ja verzweifelt, ne? Gut. Hier kann man Sachen auswählen, die man sich anschauen kann. Zum Beispiel Hand und Arm und Bein und Kopf, ne? Das sind, ich glaube, bei solchen Sachen kann man sich meistens entweder Brust, Kopf oder die Arme anschauen. Aber hier haben wir nix.
Nochmal der Vollständigkeit halber den Arm. Denn wer weiß, ob man hier nicht was übersehen kann. Ich weiß aber zumindest auf jeden Fall, dass hier irgendwo in der Jagdtasche was war. Ah ja. Bank of Arcadia, meinetwegen. Okay, der Mann heißt offenbar Cigaletta. Wohnt in der South, auf dem oder in dem? Keine Ahnung, South Broadway. Und hat offenbar Zahlungen geleistet. Ratenzahlungen. Cigaletta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Ohrringe. Die werden wohl nicht für ihn gewesen sein. Zumindest nicht, weil Perlen drauf sind. Und er keine Ohrringe trägt. Hier ist... Ne, hier ist nichts mehr. So, ja, sonst gibt es hier nichts mehr. Die Leiche kann hier ruhig so liegen bleiben. Und da blinkt was. Shell casings. These look like 32s. Nö. Ist aber nichts weiter dran. Das heißt, der Schütze muss hier gestanden haben. Ich frage mich auch, wenn das auf einer belebten Straße ist, wie kann der Typ einfach so abhauen? Warum gibt es denn niemanden, der mal Zivilcourage zeigt und dem einfach hinterher rennt und den festhält? Vor allem, das sind ja... Wie viele Patronen sind das? Die Pistole war mit Sicherheit schon leer. Mit Sicherheit. Und wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Hier in dem Mülleimer haben wir nämlich die Tatwaffe. Und wenn die Tatwaffe in einem Mülleimer ist, bedeutet das, dass er sie bei der Flucht gar nicht hätte verwenden können. Was bedeutet, dass ruhig mal jemand sich auf ihn hätte draufwerfen können, aber was aber niemand getan hat, weil die ja irgendwie alle was Besseres zu tun hatten. Gucken. FN Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Das Lustige ist, Waffenläden sind immer irgendwie ein paar Blocks von den Tatorten entfernt. Die gibt's ja überall. So, wenn übrigens dieser Sound kommt, den ihr gerade gehört habt, dann gibt's keine Hinweise mehr zu finden, dass die Waffe da in dem Mülleimer war. Das habe ich auch erst beim zweiten Mal vom Spielen dieses Falls erfahren, weil, ja, man kann beim ersten Mal nicht alles finden. Can I help you, sir? I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss. Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Okay, dann offenbar ist das Cigaletta. War die Ratenzahlung nicht gerade auf die aus? Warum hat der Typ denn einen Ratenzahlungsbeleg von der Frau dabei? You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Ja. Also ich kann ihn jetzt den Zeugen einer Lüge beschuldigen, dann muss ich das auch irgendwie beweisen und dann kann ich... Okay, das Spiel will, dass ich den der Lüge beschuldige. Da stand, drücke Dreieck, um den der Lüge zu beschuldigen, aber die sieht auch so aus. Das kann man ja eindeutig erkennen, ne? You're lying, Miss Galleta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? So, und dann muss man auch immer hier schon irgendwas, einen Beweis vorlegen, warum man den Zeugen der Lüge bezichtigt. Und wenn man da keine Ahnung hat, dann kann man doch einfach Anzweifeln drücken und dann sagt man so, ja, sie könnten ja lügen oder auch nicht, wer weiß das schon. Aber in diesem Fall haben wir ja den Ratenzahlungsbeleg. Your pearl earrings, Miss Galleta.
You've been paying for them for a whole year. Stop lying and tell me what happened at the jewelry store. Oh, God. I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway, between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Ja. Und hier, denke ich mal, werden wir anzweifeln müssen, weil das ist ja Tutorial und hier darf man noch Tipps bekommen. Und selbst wenn, ich könnte mir Tipps nehmen. Ich habe ja Intuition. You're making me angry, Miss Goleta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. Okay. Mögliches religiöses Motiv. Wenn sowas kommt in so einem Gespräch, dann ist es meistens deshalb, weil der andere Typ Jude war. Zumindest in dieser Zeit. Oder so. Naja. Ich habe auch gerade mitbekommen, die hat gesagt, dass die Waffe in einem Mülleimer war. Da frage ich mich, warum ich das beim ersten Mal nicht gefunden habe. Das weiß ich nämlich noch ganz genau. Ja. Das weiß ich wirklich noch. Also die ersten Fälle, die sind aber auch nicht besonders schwer. Da kann man sich noch leichter dran erinnern. How many shots did you hear, Miss Goleta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many. And they were so loud. Ja, und jetzt muss man halt anhand des Blicks der Zeugen dann beurteilen, ob die Wahrheit sagen. Ich tue jetzt auch mal Wahrheit, obwohl ich sagen muss, dass der Blick von der mich eher das anzweifeln lassen würde, aber naja. I need you to concentrate, Miss Goleta. Even minor details can become important later on. Well, there was one bang. And then another. And then 3 very quickly, close together. 5. Thank you for your help, ma'am. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened to Mr. Gage. Does that mean I can still collect my... Never mind. Yes, officer, I'll make a statement. Die ist sehr materialistisch ausgerichtet, wenn ich das so sagen darf. Immer nur um die Ohrringe geht's hier. Da draußen liegt der Chef, der ist tot. Ach, kein Problem. We have the murder weapon. And the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple of blocks from here. You thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Absperrung gab's wohl damals noch nicht. Naja. Und irgendwie ist alles immer ein paar Blocks von dem aktuellen Ort entfernt. Wie praktisch. Ja, fahren wir zuerst zum Waffenladen und gucken mal, ob dem Typen die Waffe wirklich gehört. Ich meine, im Endeffekt könnten wir auch direkt hinfahren. Hä? Was? Hä? Was? Tatort kontaminiert? Was habe ich denn kontaminiert? Ich bin rückwärts gefahren. Ich habe Reifenspuren hinterlassen. Warum habe ich den Tatort kontaminiert? Was wollen die denn alle von mir? Was habe ich denn kaputt gemacht? Habe ich irgendwas... Hä? Hier ist doch gar nichts. Was kann ich denn hier kontaminieren?
Jetzt sind es aber auch langsam... So, kann ich jetzt den hier machen? Egal, komm, über den Bürgersteig. So, beiseite, beiseite. Komm, ich darf das. Ich muss die Sirene nicht benutzen. Nur dann, wenn ich es wirklich will. Zum Beispiel jetzt. So, und jetzt nicht mehr. Ich bin meistens sowieso ohne Sirene gefahren, glaube ich. War irgendwie lustiger. Wenn man Sachen zerstören möchte, natürlich. Aber wir sind ja heute ein bisschen professioneller. Die Steuerung der Autos ist übrigens gerade wieder sehr schwammig. Das fällt mir jetzt auch gerade wieder auf. Noch schwammiger als damals in GTA 4, wobei ich in GTA 4 mit der Steuerung sehr gut zurechtgekommen bin. So. Rennt der Mann einfach weg und lässt seinen Koffer fallen. Eigentlich sollten wir sie ihm zurückbringen, aber was... Ist ja jetzt nicht unsere Aufgabe, ne? Das kann ja jemand anders machen. Officers, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Kalu. Edgar Kalu was his name. Thing looks like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Ach so. Ja, wir haben rausgefunden, dass die Mordwaffe gewartet wurde. Das ist aber eigentlich scheißegal, glaube ich. Ich glaube, ich weiß, wo man hier hingehen konnte. Wenn man jetzt von der Frau... Wenn man jetzt seltsamerweise die Tipps des Spiels ignoriert hätte und die Frau einem im Endeffekt nicht gesagt hätte, wer... beziehungsweise wo der Kalu arbeitet, dann hätte man das auch hier rausfinden können. So. Bleibt mal mitten auf der Straße stehen. Wir haben sofort das Notizbuch in der Hand. Also der COle, der ist sehr schnell. Muss man ja natürlich auch sein. Ne? Aber das ist ja schon was Besonderes. Ich meine, wenn man mitten... Ach, ich rede gar nicht weiter. Ich habe die Verwirrtheit der letzten Folge immer noch nicht ablegen können. Und jetzt befragen wir Edgar Kalu. Und, oder warum machen wir das nicht einfach morgen? Hallo? Ich glaube, ich konnte nicht Pause drücken, weil gespeichert wurde. Ja. Gestern war die Folge etwas länger, heute ist die Folge etwas kürzer, zumindest kürzer als gestern. Ja, das ist Logik. Naja, gut, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr einen Daumen nach oben geben und den restlichen Kram kennt ihr auch schon. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns auch morgen wieder. Denn, sagen wir so, spätestens wenn ihr 5 Folgen lang das Spiel spannend fandet, dann ist es eigentlich garantiert, dass ihr den Rest auch mögen werdet. Das heißt hiernach noch 3 Folgen und dann könnt ihr sicher sagen, ja, das LP wird gut. Oder zumindest das Spiel. Das LP natürlich auch, ne? Nicht mal so an mir selbst zweifeln. Das ist nicht gut. Ich bin der Beste, ja. Zumindest, naja. Manchmal. Wer weiß. Gut, bis morgen. Tschüss.